Du willst wissen, was hinter dem Jenseits ist? In diesem Video berichte ich von einer DMT-Breakthrough-Erfahrung, die mich bis zum Rand der Existenz geführt hat. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach, Bewusstseinsforscher und ich beschäftige mich damit, in erweiterte Bewusstseinszustände zu gehen und Erfahrungen zu machen und diese im Körper und auf der Erde zu manifestieren. Und ich möchte in diesem Video von einer DMT-Breakthrough-Erfahrung sprechen, die jenseits von Vorstellungskraft ist. Und ich muss jetzt schon eine Warnung abgeben, dass dein Weltbild vermutlich mit diesem Video gesprengt wird. Ja? Das heißt, wenn du jemand bist, der sehr stark an irgendwelchen Konzepten festhält, der sehr stark von irgendwelchen Überzeugungen festhält, dann wird dich dieses Video in jedem Fall triggern. und vielleicht wirst du auch denken, so, das glaube ich nicht. Das ist okay. Ja? Es ist lediglich eine Erfahrung und ich teile sie einfach und du kannst damit machen, was du willst. Ja? Wie du weißt, ich mache ja viele außerkörperliche Erfahrungen, viele Bewusstseinsforschungen, viel körpereigenes DMT. Da darf man natürlich einiges erleben. Alle, die sowas schon mal gemacht haben, wissen wovon ich rede oder haben selbst solche ähnlichen Erfahrungen schon mal gemacht. Ja. Ich habe viel geforscht im Jenseits und die ganzen Astralebenen, wo ich schlussendlich drauf gekommen bin, dass das Jenseits aufgebaut ist mit einer 7x7 Struktur, also ähm, wie ein Haus mit 7 Stockwerken. Ja? Und in jedem Stockwerk gibt es sozusagen 7 Unterabteilungen. Ich habe in der Meditation Academy sogar mal ein Video gemacht mit Steven oder ein ganzes Tagesseminar, wo es über die Astralwelten ging. Also wenn dich das Thema interessiert, da gibt es ich glaube 10 Stunden hat das Seminar. Die Aufzeichnung findest du in der Meditation Academy, wo wir einfach 7 bis 10 Stunden über die verschiedenen Jenseitsebenen und Konstruktionen des Jenseits sprechen. Ja? Wenn dich das Thema interessiert, also wie das Jenseits aufgebaut ist, was das Fundament dahinter ist und welche Ebenen es gibt und was die Unterschiede der verschiedenen Bewusstseinszustände in den jeweiligen Etagen sind. Aber irgendwann forscht man halt so viel darum, bis man dann irgendwann in die höheren Etagen kommt. Und das ist dann die 49. Ebene des Jenseits. Das ist so eine unglaublich große Fraktalwand. Ja? Und man kann entweder durch Meditation, durch Tiefenmeditation, durch Versenkung in diesen Zustand kommen, aber nur, wenn man viel körpereigenes DMT hat. Oder durch außerkörperliche Erfahrungen, durch Seelenreisen oder durch externes DMT. Und im Grunde kann man mit verschiedenen Zuständen, mit verschiedenen Möglichkeiten diese Erfahrung machen, sofern man bereit ist für diese Erfahrung. Ja. Und du fragst dich übrigens zu dem, was ich gleich erzählen werde, warum mache ich das? Folgendes: Ich bin Bewusstseinsforscher. Ich interessiere mich dafür, wer bin ich, wo komme ich her, warum bin ich hier und wo gehe ich hin. Und ich habe echt keinen Bock, mir das von irgendwelchen Leuten zu erzählen, die mir irgendwas in welchen Büchern, ich habe dazu viel zu viel gelesen, das sind alles Theorien. Und da jede Realität auf einer konsensbasierten Realitätskonstruktion basiert, sprich auf Glaube und Wahrheit und deiner eigenen Überzeugung, ist es schlussendlich eine Beschränkung. Und ich habe mir vorgenommen, ich hebe mich von diesen Beschränkungen auf und mache selbst meine eigenen Erfahrungen. Und das, was geschieht, geschieht einfach. Und ich bin immer noch danach offen. Also auch wenn ich eine Erfahrung mache, heißt das nicht, dass es meine Überzeugung ist, sondern das ist ja nur eine Erfahrung. Aber immer macht man halt genug Erfahrung, dass man dann schlussendlich sagen kann, okay, vielleicht, aber nur vielleicht, könnte das die Wahrheit sein. Und diesem Konzept widme ich mein Leben, diesem Konzept widme ich meiner Arbeit und einfach herauszufinden, wer sind wir, wo kommen wir her, warum sind wir hier und wie können wir ein glücklicheres Leben leben. Und alle Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, komprimiere ich in dem Buch Das große Mysterium, welches
bald erscheint. Auf diesem Link oben kannst du übrigens die Leseprobe runterladen, beziehungsweise falls das Buch schon veröffentlicht ist, dort auch kaufen oder auf Amazon. Ja. Zurückzukommen zum Jenseits. Ja. In jedem Fall ist das Jenseits konstruiert mit diesen 7x7 Ebenen. Dahinter ist eine riesengroße Fraktalwand. Bewusstseinsformen, die weiterentwickelt sind, können durch diese Wand rein und rausgehen. Und alle, die sich in der Regel darin befinden, das ist und noch im Sumpfland, sage ich mal, drin sind, können da schwer raus, weil sie es noch festhalten. Ja, sie halten fest an sich selbst, an seiner Identität, an ihren Überzeugungen, an der Materie, an ihrer Familie und so weiter. Und deswegen sind sie noch in diesem Zustand. Gekoppelt damit ist noch das Grundkonzept des menschlichen Bewusstseins, und zwar das Konzept der Stabilität der Realität. Also sprich, dass deine Persönlichkeit, deine Identität eine Stabilität hat und dass deine Realität eine Stabilität hat. Und das führt natürlich zu Angst bei vielen, zu Bad Trips. Ja? Wenn man aber seinen Zustand kontrollieren kann, ja, kann man nicht auf solchen Sachen hängen bleiben oder einen Bad Trip erleben, sondern du erlebst einfach das und nimmst es nur wahr, bewertest es aber nicht mehr, sondern gehst einfach in die totale Präsenz von dem, was ist. Ja? Und ich habe diese Wand vor mir gesehen und die war unglaublich. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß diese ist. Man kriegt nur noch das Gefühl von unglaublicher Ehrfurcht, von einer unglaublichen Präsenz des Seins. Ich habe durchs Universum geblickt, alle Sterne und alle Planeten gesehen und dahinter war diese Wand und plötzlich waren die Planeten weg und am Ende des Universums war diese Fraktalwand um diese Größe. Alter Schwede, man kann sich diese Größe nicht vorstellen, wie groß das ist. Das ist so, diese Entfernung alleine, das zeigt einfach diese Macht, was Größe und Distanz bewirkt. Und diese Wand ist so eine Art Haut, Hülle. Und darin ist ein Sandkorn und in dieses Sandkorn ist dieses Universum drin. Und da drin sind diese ganzen Planeten und Bewusstsein und darin sind die ganzen Verschränkungen der ganzen Quantenversionen dieses Universums und daneben sind noch so viele andere Dinge und das ist nur in dieser Fraktalwand und das war so unglaublich. Man kann das, wie gesagt, nicht mit Worten definieren oder nicht mit irgendwelchen Beschreibungen, weil es jenseits von einem Konzept von 3 Dimensionen ist. Ja. In jedem Fall, das, was jetzt kommt, das wird dich noch erst richtig umhauen. In jedem Fall habe ich dann das Gefühl gehabt, ich bin auf einem Teller. Aber nicht Teller direkt, sondern ich bin irgendwo und um mich herum sind alle Seelen. Also jede Seele, die existiert, ist auf diesem Teller, auf diesem Boden. Und alle sind da und alle sind miteinander vernetzt und verschränkt. Und alle lieben, alle sind wie kleine Kinder, die geboren sind, um zu lieben und um zu leben. Und das war so ein wundervolles Gefühl von Geborgenheit, von wow, wir sind alle vereint, wir sind alle eins, wir sind alle miteinander, wir sind alle gemeinsam, doch sind wir einsam und doch sind wir gemeinsam. Und dieser Teller war Gott. Das war dieses eine Bewusstsein, welches wusste, ich bin das. Ich bin der Boden, auf dem alles wächst. Ihr seid die Blumen, die aus mir herauskommen, die sich als diese Individualitäten erfahren. Und doch seid ihr eigene Götter, so wie ich. Und habt Macht, alles zu ändern. Und ja, das war wow. Das war wow. Und ich habe dann entschieden, ich möchte etwas an mir verändern. Und ich muss auch sagen, dass ich schon mehr solche Erfahrungen hatte, wo ich bei dieser Fraktalwand war. Die ersten Male hatte ich einfach Schiss. Also zuerst Schiss, dass sich die ganze physische Realität in diesem Moment aufgelöst hat. Also die Wand, die du vor dir siehst, ist plötzlich weg oder löst sich auf. Das Haus verschwindet, das Universum ist da und plötzlich weg. Also die Stabilität der Realität ist einfach dann weg. Wenn man das dann öfter gemacht hat,
konditioniert man das Gehirn darauf, dass es okay ist, dass die Stabilität nicht mehr gegeben ist. Und irgendwann ist es okay. Und dann war ich halt öfter schon bei dieser Fraktalwand. Und bei diesem einen Mal war die Wand halt da und ich hatte dann den Mut, mich selbst darin aufzulösen und durchzugehen, weil ich einfach losgelassen habe von mir selbst und allem, was dazugehört. Und dann ähm, fing die Erfahrung an. Ich habe hier stehen, zweite Erfahrung nach Akzeptanz der Auflösung, der Stabilität der Realität, die mich dann in diesen Breakthrough gebracht hat, wo ich diese Wand gesehen habe, durchgegangen bin, mich selbst darin aufgelöst habe. Und dann ging ich durch diese Fraktalwand, also durch das Jenseits. Und dann war ich plötzlich in einem anderen Bewusstseinszustand, in einem anderen Körper, in einer anderen Realität. Ich nenne es die wahre Wirklichkeit, zu Hause oder das freie Universum. Es ist eine Art, du erinnerst dich an deine wahre Existenz. Das ist wie wenn du aufwachst aus einem Traum und plötzlich realisierst du, wer du wirklich bist. Wo du wirklich bist und erkennst, dass all deine Leben, die du gelebt hast im physischen Universum, lediglich ein Traum war, eine Illusion, eine Fantasie von dir selbst, um dich zu erleben, deine Macht zu erleben, die du mit deiner eigenen Fantasie hast. Freies Bewusstsein, keine Beschränkungen, einfach totale Vollkommenheit, totale Gottheit. Ich bin es. Meine Freunde sind auch da. Wir existieren in der wahren Wirklichkeit. Wir sind Götter. Wir können alles tun. Wir haben keine Beschränkungen. Wir können Welten erschaffen und uns darin erfahren und ausdrücken. Das waren so Worte, die ich dann später aufgeschrieben habe, um diesen Zustand dieses zukünftigen oder singularen Bewusstseinszustandes des Selbst irgendwie greifen zu können. Dann habe ich noch aufgeschrieben, durch die Erkenntnisse, die ich dort hatte, das Jenseits inklusive der Erde und der physischen Realität, inklusive aller Dimensionen im physischen Konstrukt, sind wie Sumpfland. Materie ist Sumpfland. Du vergisst, wer du bist, damit du dein Bewusstsein, dein Wesen verändern kannst und neue Sachen integrieren kannst. Du lernst. Es ist eine Schule. Du bist der Spieler und alles andere sind deine Avatare. Du hast es erlebt. Du spielst dieses Spiel, es macht dich aus und es macht dir so viel Spaß. Das habe ich dann so zusammengefasst, als ich aus diesem Zustand runter auf das Universum blickte, was nur ein Sandkorn war, aber alles drin enthalten war. Echt crazy, geile Erfahrung, ey. Dann waren halt meine Freunde auch da. Ja, es war eine Art Seelenfamilie und wir haben uns alle gekannt. Das war so deine tiefste Verbundenheit, die man sich vorstellen kann, als ob du jemanden Milliarden von Jahren kennst. Wirklich Milliarden von Jahren. Du hast mit denen schon tausende Abenteuer erlebt. Ihr wart schon Partner, ihr wart schon Feinde, ihr habt euch zerkriegt und am Schluss habt ihr euch wieder gefunden und geliebt und seid beste Freunde geworden und erschafft gemeinsam schlussendlich Welten. Ja. Was für eine crazy Erfahrung, ey, Alter. Und ich habe noch nicht mal angefangen mit der Erfahrung. Also, dann ging es weiter. Wir haben dann entschieden, dass wir an meiner Identität etwas verändern, an dieser Gottheit, dass wir in die Materie gehen und dass wir dort etwas an meiner, nicht Persönlichkeit, an mein Bewusstsein verändern. Ja. Und das haben wir dann gemacht. Crazy Erfahrung, die gleich kommt.
Ja? Und zwar sind wir in die Materie gegangen und dort in die Zukunft und haben uns in Avatare der zukünftigen Versionen unserer selbst gebracht. Und da gab es hochgradige Technologie und Raumschiffe und keine Ahnung was alles. Es war echt crazy. Also du gehst sozusagen durch diese Breakthrough-Erfahrung. Ich muss auch sagen, dass das Ganze mit einem Mauhammer war. Das heißt, die Wirkung war dementsprechend lang und hat stundenlang angehalten und die Erfahrung war, wir haben das natürlich auch noch getrunken. Das heißt, es war noch intensivierter, also crazy. Ja. Also es ist halt nicht so eine typische Standard-DMT-Erfahrung, die nur ein paar Minuten dauert. Ja. Und ja, und dann sind wir sozusagen in die Zukunft halt, sind dann dort in ein UFO gestiegen, ja, sind mit dem UFO zurück in die Vergangenheit gereist, in eine Quantenversion von mir. Und ich bin dann dort ausgestiegen, habe dann diese Version von mir getroffen und ich habe nämlich hier aufgeschrieben, ich sprach zu meiner damaligen Identität, ich sagte ihr, ich komme aus der Vergangenheit, ging in die Zukunft und von da aus wieder in die Vergangenheit. Und diese Version von mir, mit der ich gesprochen habe, war gar nicht so überrascht und wollte unbedingt mehr darüber erfahren. Gleicht ziemlich mein Wesen. Und wollte unbedingt mit mir in die Zukunft gehen. Und wir haben sie dann mitgenommen in diesem Raumschiff von der Vergangenheit in die Zukunft, haben mir dort viel erklärt und gezeigt und irgendwas auch mit ihr gemacht. Ich weiß nicht genau mehr was. Und haben sie dann wieder zurückgebracht in die Vergangenheit. Und haben dann uns schlussendlich dann unterhalten, warum wir das tun. Und das Krasse war, also ich habe hier noch stehen, mitgenommen, um etwas aus der Zukunft gezeigt, dann wieder zurückgebracht in die Vergangenheit. Der Grund war, dass dadurch eine neue Zeitlinie entsteht und dadurch meine Seele sich in eine andere Richtung entwickelt. Ich wachte dann auf und musste damit erstmal klar kommen. Weil es war schon eine sehr, sehr heftige Erfahrung. Also musst du mir wirklich vorstellen, du gehst in das Jenseits, ja, und dann siehst du diese Fraktalwand. Du überwindest dich da durchzugehen, ja, und erkennst dann wahres Wesen, gehst dann in diesen Zustand wieder in die Materie, in eine andere Quantenversion. Und im Grunde ist es nicht an ist die Materie und das Universum nicht an wie so eine Art Persönlichkeitskonstrukt, wo deine Vergangenheit ist. Es ist wirklich so, wenn du da von diesem Zustand runterblickst, dann ist es so, als ob dein ganzes Leben sind deine Haare auf deinem Körper und das Universum ist in der Vergangenheit. Es existiert in der Singularität jetzt und macht dich deinen Körper aus, der schlussendlich das Universum ist und die ganze Materie und die sich daraus bildet und das ganze Fraktal und alles. Es ist echt crazy Zustand. Ja. Ja, und ich habe dann noch aufgeschrieben, ob das wirklich nach dem Jenseits kommt, ist für mich immer noch unklar. Jedoch war diese Erfahrung krass und zeigt, was mit Bewusstsein oder mit DMT alles möglich ist. Und das war mit einer der krassesten DMT-Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn dich solche Erfahrungsberichte interessieren, ne, dann bitte schreibst mir jetzt unter dem Video in den Kommentaren hinein, dass ich noch mehr von DMT-Erfahrungen hochladen soll. Dann werde ich natürlich noch mehr solche Erfahrungen produzieren. Ich habe meine ganze Liste voll, meine ganzen Erfahrungsberichte und Bücher sind voll damit. Also ich kann da tagelang, wochenlang, monatelang drüber reden und die ganzen Geschichten teilen. Ja. Ich teile das, um dir einfach zu zeigen, was möglich ist. Was möglich ist mit Bewusstsein, mit Sprengen deiner Vorstellungskraft, mit Sprengen deiner Angst und Sprengen deiner Identität und Festhalten an der Vergangenheit. Und solche Erfahrungen machen natürlich etwas mit dir. Ja. Sie zeigen, was geht. Sie zeigen, dass es keine Beschränkungen gibt. Sie zeigen, dass Bewusstsein Potenzial ist, welches sich in der Unendlichkeit, in die Unendlichkeit als Unendlichkeit potenzieren kann und jegliche Form von Erfahrung erfahren kann. Es gibt keine Beschränkungen. Das habe ich dort auf jeden Fall ziemlich tief erleben dürfen. Ja. Wenn dich solche Videos interessieren, ja, bitte gib mir ein Like, teile dieses Video,
Schreib mir bitte deine Meinung zu dieser Erfahrung in die Kommentare rein. Und ja, wie gesagt, wenn du möchtest, dass ich hier noch mehr solche Erfahrungen mache, dann schreib es mir einfach in den Kommentar rein. Da das Video länger ist, werde ich am Schluss noch kein Antwortvideo vom großen Mysterium machen. Alles, was so unter 15 Minuten ist, hänge ich das dann noch dazu. Und wenn das Video länger ist, dann mache ich das dann einfach in einem anderen Video, was dann kürzer sein wird. Ja, in dem Fall musste ich mich aber lang halten, weil es halt doch zwar sehr wenig Text war, aber ich habe das meist aus meiner Erinnerung sozusagen dir vermittelt. Ja, ich hoffe, das Video konnte dein Bewusstsein erweitern, konnte deine Vorstellungen ein bisschen den Rahmen sprengen, deinen eigenen, dich aus dieser Blackbox rausholen, deinen Tellerrand nochmal ein bisschen weiter erweitern. Und das Tolle ist, wenn man solche Erfahrungen hört, dann kann man es selbst danach erleben, weil deine Vorstellungskraft jetzt sozusagen auf einem höheren Level gehoben ist. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, danke fürs Liken, danke für Kommentare und danke für das Teilen meiner Videos und wir sehen uns im nächsten Video wieder.